Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist früher Morgen und ich habe jetzt hier mal wirklich eine richtig geile Obstbowl vorbereitet. Also da habe ich frische Feigen drinnen, Papaya drinnen. Ich muss euch das mal ganz kurz zeigen. Ich habe die hier gerade aufgeschnitten und da kommt da kommt wirklich wie so Papaya-Milch fast schon raus. Das ist total krass. Und dann gibt es hier noch eben Aprikose. Ja, und das esse ich eigentlich so jeden Tag. Und eben diese kleinen Mini-Bananen, die sind auch total lecker und total süß, sodass man eigentlich kaum irgendeine andere Süße mehr bräuchte. Also ich mische einfach ein bisschen Joghurt, ein bisschen Whey rein und that's so pretty it. Worüber möchte ich heute erzählen? Ich habe mir gedacht, ich erzähle euch einfach mal nicht nur über dieses leckere Obst und Gemüse, was es hier so in der Türkei gibt, sondern ich erzähle euch mal, was meine Top-Apps hier sind, die ich benutze. Das ist zum einen wirklich ChatGPT hier. ChatGPT ist wirklich mein absoluter Live-Retter, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich frage wirklich alles nach, egal was ich mache, ob ich jetzt meine Texte ändern will. Oh, jetzt hat gerade mein Kalender geklingelt, ich muss nämlich gleich zum Friseur. Auch wenn ich irgendwas anderes brauche, also ChatGPT ist mega. Also du kannst wirklich alles machen, du kannst Songs kreieren, du kannst Bilder bearbeiten, du kannst alles Mögliche nachfragen, was du willst. Der sucht wirklich die ganzen Informationen aus dem Internet zusammen und du musst den quasi immer wieder mit Informationen füttern. Das heißt, ich lerne auch mit dem Türkisch, das ist richtig krass, das zeige ich euch einmal. Technik ist irre. So, ne? So schaut das dann aus. Und da kannst du dann auch hier auf Spracheinstellungen gehen. Ich würde heute gerne wieder etwas Türkisch lernen. Merhaba, selamlar, nasılsınız? Merhaba Jenny. Bugün Türkçe çalışmaya devam edelim. Hadi birkaç yeni kelime öğrenelim. Ne dersin? Das war jetzt echt ein bisschen schnell, muss ich sagen. İyi fikir. Ben diyorum başlayalım. Başlayalım. Bugün birkaç basit cümleyle başlayabiliriz. Mesela nasılsın sorusuna iyiyim, sen neredesin diye yanıtlayabilirsin. Ayrıca teşekkür ederim ve lütfen gibi kelimeler de günlük konuşmalarda sıkça kullanılır. Hangi kelimeleri öğrenmek istersin? Also das war jetzt mal nur so ein kleiner Beispiel, aber ihr merkt schon, je mehr ihr das mit Informationen füttert, desto mehr arbeitet der mit euch. Und ich habe am Anfang, habe ich Türkisch wirklich auch mit Babbel gelernt, würde ich auch behaupten. Das ist meine zweite Must-Have-App hier, wenn man also zumindest in die Türkei oder ein anderes Land vielleicht möchte. Ihr müsst die Sprache nicht perfekt sprechen, aber ihr müsst einfach, finde ich persönlich, um sich irgendwie so ein bisschen integrieren zu wollen, auch vielleicht ein bisschen um die Kultur, Mentalität zu verstehen, ja, gehört einfach die Sprache dazu. Deswegen könnte ich zum Beispiel niemals in Asien oder so leben, weil alleine Thailändisch, Philippinisch, wobei dort wird auch viel Englisch gesprochen, da bin ich raus. Nee, bin ich raus. Vielleicht könnte ich mir noch so vorstellen, so Japan. Ich gab eine Freundin, die hat mal Japanologie studiert. Das war sehr interessant. Naja, jedenfalls Babbel. Babbel ist ein großer Gamechanger. Jeden Tag 10 Minuten. Wenn ihr auf dem Klo hockt, 10 Minuten. Super geil. Ihr lernt wirklich sehr, sehr viel. Und ich kann Preply empfehlen. Preply ist ein Online-Programm. Dort könnt ihr zum Beispiel Lehrer buchen, Lehrerinnen buchen. Ich habe das damals in München gemacht, als ich im Homeoffice war. Immer jeden Sonntag habe ich mich mit einer aus Istanbul quasi online getroffen. Sie hat mir auf Englisch Türkisch beigebracht, Das heißt einfach in diesem Sinne, sie hat mir versucht, die Grammatik beizubringen, wie ich was ausspreche. Das ist halt nochmal irgendwie was anderes, das von einer dritten Person zu lernen, wie jetzt von einem Partner oder so, weil, ja, man lässt sich halt nicht gerne verbessern, ne? Auf jeden Fall meine dritte Must-Have-App
hier, egal wo man hingeht, auch wieder sprachbezogen, ist DeepL. DeepL ist richtig wichtig. Und ich kann es zum Beispiel nie verstehen, warum Menschen dann teilweise anrufen und sagen, hey, kannst du mal zum Übersetzen kommen oder so? Oder ich brauche jetzt hier einen Dolmetscher, wenn ich jetzt irgendwie, oder kannst du mal mit in den Laden reinkommen? Ich denke mir, die Menschen sind so verdammt mutig, die gehen in ein fremdes Land, wollen sich hier niederlassen, wollen diese Sachen machen, wollen das erleben und dann brauchen sie aber einen Begleiter, um in den Laden reinzugehen. Hä? Man geht mit dieser DeepL-App und ihr könnt einfach reinsprechen. Ihr könnt jede x-beliebige Sprache der Welt einstellen. Ihr könnt sogar auf Russisch kommunizieren. Wie geil ist das denn? Also ich muss sagen, ich würde gerne ein bisschen Russisch können. Mittlerweile bekomme ich auch ein bisschen was hin, so Trister. Naja, und Privet kriegt man halt so ein bisschen auf dem Bazar mit. Also ist halt richtig, richtig cool. Ansonsten benutze ich sehr häufig Instagram, YouTube und Google, gerade so Google Lens, weil Instagram und YouTube ist ja nichts anderes wie eine Suchmaschine. Ihr könnt alles nachforschen, alles. Es ist nicht nur einfach, um bewegte Bilder zu sehen oder genauso Instagram, um sich mit irgendeinem Blödsinn vollmüllen zu lassen, sondern es geht ja darum, dass du deinen Wissensstand, also dass du das Ganze für dich benutzt. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie ein Problem mit der Waschmaschine hier habe und es ist zum Beispiel 22 Uhr abends, auf einmal fließt Wasser raus. Was machst du? Meinst du, dass hier irgendwie ein Techniker auf einmal um 22 Uhr nachts kommt? Nee, safe nicht. Deswegen musst du dir selbst zu helfen wissen. Und du kannst einfach in YouTube eingeben, gibst du das Maschinenmodell ein, gibst ein, Wasser kommt raus, was mache ich, solche Geschichten, weißt du? Oder zum Beispiel, wie viel Chlor muss ich in meinen Pool reintun? Wann muss ich das Chlor reintun? Wie funktioniert, also das sind alles solche Sachen, die könnt ihr wirklich ganz easy peasy lernen. Aber es hängt natürlich immer von einem selber ab. Instagram ist genauso. Also wenn ich irgendwie jetzt halt hier Orte besuchen will oder mir anschauen will, zu welchem Friseur gehe ich, wo gehe ich zum Nägelmachen hin, ich schaue immer erst auf Instagram nach. Ich meine, die Leute sind hier sehr gut, was so Photoshop und so angeht. Aber ich gucke immer erst so nach, wie arbeiten die, was machen die, auch so Restaurants, wie schaut das Ganze aus, wie sind so die Kundenrezessionen in Google. Genau, das sind so meine Top 5, ich glaube mittlerweile waren es 6 Apps, die ich eigentlich wirklich täglich benutze und die ihr auch benutzen solltet. Und das schmeckt so geil. Ich musste gerade ein bisschen essen, weil es riecht einfach mega. Ja. In diesem Sinne, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Friseur, weil Ansatz lässt grüßen und werde mir das jetzt noch schmecken lassen. Falls mich jetzt jemand fragt, warum ich nicht so oft zum Friseur gehe, erstens salzhaltige Luft, Chlor, Wasser, es ist sowieso die ganze Zeit im Sommer kaputt und es dauert hier so lange. Ich sitze einfach 5 Stunden dort. Ja, ich freue mich und in diesem Sinne fröhliches Sitzen. Bis zum nächsten Mal.